Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev 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 Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Gurudev Namo. Om Namo. Gurudev Namo.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Satsang mit John David, hier live aus dem Open Sky House in Hittorf. Und alle, die vom Computer heute zuschauen, sind herzlich eingeladen. Ihr könnt euch hier ins Meeting zuschalten. Das geht über Skype. Und die Skype-Adresse ist Meeting John David. John David kann euch dann hier im Studio sehen, ihr könnt ihn sehen und ihr könnt euch unterhalten, eine Frage stellen. Und die nächste Möglichkeit, eine längere Zeit mit John David zu verbringen, das ist das Pfingstretreat hier im Open Sky House in Hittorf vom 7. bis zum 10. Juni. Und im Juli gibt es dann ein Sommerretreat in der Gemeinschaft in Trepilja in der Ukraine, in der Nähe von Kiew. Und im August gibt es ein Sommerretreat in Denia, direkt am Mittelmeer in der schönen Sonne in Spanien. Und Informationen dazu gibt es auf der Webseite www.johndavidsatsang.international. Und wer unsere Gemeinschaft hier im Open Sky House gerne mal kennenlernen möchte, den Alltag miterleben möchte, wie es ist, in Gemeinschaft mit einem Lehrer zu leben, ist jederzeit herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Ihr könnt hier als Gast oder als Helfer Zeit verbringen. Und dazu gibt es Informationen auf unserer Hausseite www.openskyhouse.international. Und unser Wochenende der offenen Tür ist vom 12. bis 14. Juli dieses Jahr. Da sind alle herzlich eingeladen, uns kennenzulernen.
Welcome to Satsang. Willkommen zum Satsang. So we have a joke about going to the dentist. Wir haben ja einen Witz über das Thema zum Zahnarzt zu gehen. Unfortunately, I only got this joke after I'd been to the dentist this afternoon. Den Witz habe ich leider erst bekommen, nachdem ich heute Nachmittag beim Zahnarzt schon gewesen war. A woman goes to the dentist for a particularly painful and delicate surgery. Eine Frau geht zum Zahnarzt für einen besonders schwierige Eingriff. She lies down in the dentist chair, Die legt sich auf den Zahnarztstuhl and the dentist leans forward to start his surgery. und der Zahnarzt beugt sich über sie, um mit dem Eingriff zu beginnen. Suddenly he feels warm fingers sliding up his leg. Plötzlich fühlt er warme Finger sein Bein hochkrabbeln, Up his thigh, in seine Schenkel, into his trousers, in seine Hosen and closing around his testicles. und die sich dann um seine Eier schließen. The dentist stops his work, Der Zahnarzt hört auf zu arbeiten who looks down at the woman, und schaut die Frau an, who is looking at him intensely. die ihn sehr intensiv anschaut. Now that I have your attention, she says sweetly, Da sagt sie ganz süß, jetzt, wo ich Ihre Aufmerksamkeit habe, I really hope we are not going to hurt each other. hoffe ich, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig wehtun. A man was driving at 160 kilometers per hour when he was passed by a three-legged chicken. Ein Mann fuhr mit 160 Stundenkilometern, als er von einem dreibeinigen Huhn überholt wurde. He accelerated and passed the chicken. Er gab Gas und überholte das Huhn. 3 minutes later, the chicken passed him again 3 Minuten später überholte das Huhn ihn wieder, as he was driving at 180 k. als er 180 Stundenkilometer fuhr. The man tried to catch up with the chicken Der Mann versuchte, das Huhn einzuholen and followed it into the farmyard, und verfolgte es bis zum Bauernhof. but couldn't find it anywhere. Aber dort konnte er es dann nirgends mehr He finden. saw the farmer and asked for an explanation. Er fand den Bauern und bat um eine Erklärung. The farmer said that he, his wife and his son all like chicken legs. Der Bauer sagte, dass er und seine Frau und auch sein Sohn alle Hühnerbeine gerne mögen. So he bred three-legged chickens. Und deswegen hat er dreibeinige Hühner gezüchtet. What do they taste like? Asked the man. Wie schmecken die denn? Fragte der Mann. I don't know, replied the farmer. We haven't caught one yet. Er sagte, ich weiß nicht, wir haben noch keins fangen können. Lots of good jokes tonight. I don't know which one. Okay, maybe this one. It's not so funny, but maybe. A man goes to the doctor and says, Ein Mann geht zum Arzt und sagt, Doctor, wherever I touch, it hurts. Herr Doktor, wo immer ich auch anfasse, es tut weh. The doctor asks, what do you mean? Da fragt der Doktor, wie meinen Sie das? The man says, when I touch my shoulder, it really hurts. Da sagt der Mann, wenn ich meine Schulter berühre, das tut wirklich weh. If I touch my knee, ouch. Und wenn ich mein Knie berühre, auch. When I touch my forehead, it really hurts. Und wenn ich meine Stirn berühre, tut das auch total weh. I know what's wrong with you. Ich weiß, was Ihnen fehlt. You've broken your finger. Sie haben mir den Finger gebrochen. Okay. So you may not be pleased, but anyway, I'm pleased that I've started working on a new book. Ich freue mich, dass ich mit dem neuen Buch angefangen habe. It came out of this beautiful interview we made with Krishna Das, Und das ist entstanden aus dem wunderschönen Interview, das wir mit Krishna das gemacht haben. because
when we played this recently, many people were very touched by that interview. Als wir das Interview kürzlich gezeigt haben, da waren sehr viele Menschen davon berührt. And then, of course, I realized that actually we've got lots of other beautiful interviews that we haven't really put out in the world. Dann ist mir aufgefallen, dass wir noch ganz viele andere Interviews haben, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben. And, you know, we have a nice team here in the community who do this wonderful work. We put usually out a book and films. Und wir haben hier so ein wunderbares Team im Open Sky House, die immer diese Bücher veröffentlichen, und wir bringen immer ein Buch und einen Film heraus. And it just happened that right now we're also making a new website for our Open Sky Press. Und im Augenblick machen wir gerade eine neue Webseite für Open Sky Press. And so anyway, I've started editing a new book, and I'm calling this the Meetings with Remarkable People. Und ich bin jetzt Is gerade that what I'm dabei, calling it? I think so, yeah. ein neues Buch zusammenzustellen, und das wollen wir nennen Begegnung mit bemerkenswerten Menschen. And of course, this is a crib from a famous book by George Gurdjieff. Und das ist angelehnt an ein berühmtes Buch von George Gurdjieff. He's got a book called Meetings with Remarkable Men. Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Begegnung mit bemerkenswerten Männern. But of course, my book will also have women, Aber mein Buch hat natürlich auch Frauen drin. and so that's a bit chauvinistic, of course, only men. Das ist natürlich ein bisschen chauvinistisch, nur Männer. Anyway, I've started editing these talks, and in the last few days I've been editing somebody called Siddhartha. Und in den letzten Tagen habe ich jemanden editiert, der heißt Siddhartha. And he's pretty interesting actually for me, Das ist ein sehr interessanter, because I originally met him when I was with Papaji, which was about 23 years ago. ich bin ihm zum ersten Mal begegnet, als ich mit Papaji war, vor 23 Jahren. And he stayed in my guest house. Er übernachtete damals in meinem Gästehaus. And in fact, he became very, very seriously ill, and I kind of helped to save his life, you could say. Und er wurde sehr, sehr schwer krank, und man könnte sagen, dass ich sein Leben gerettet habe. Because he got an amazing high temperature, and no doctor could figure out what was going on. Weil er bekam ganz, ganz hohes Fieber, und kein Arzt konnte feststellen, woher das kam. And I managed to find a doctor who gave him some pills which reduced the temperature. Und ich habe dann einen Arzt auftreiben können, der ihm Tabletten gegeben hat, die die Temperatur And he was runterbrachten. then able to fly down to Bombay to a big hospital, Und dann konnte er nach Bombay zu einem großen Krankenhaus fliegen, and then he recovered. und dort ist er wieder gesund geworden. But anyway, things like that, of course, brought us quite close together. Aber solche Dinge, die haben uns natürlich sehr nah zusammengebracht. And due to some kind of destiny we have together, I've been meeting him over the last 23 years at different points. Und das Schicksal hat uns dann noch weitere Begegnungen beschert in den letzten Jahren an ganz unterschiedlichen Stellen. So he's rather a big man, German man, Er ist ein sehr großer Mann, ein Deutscher. and he started his spiritual life probably 40 years ago, 50 years ago. Und sein spirituelles Leben begann vor 40 oder 50 Jahren. He was particularly fond of Vipassana, and he also learned and then taught yoga. Vor allem Vipassana gefiel ihm sehr, und dann hat er Yoga gelernt und auch unterrichtet. And now, over the last, you could say, 25 years, he's developed into a guy with a very big white bushy beard. Und in den letzten 25 Jahren hat er sich zu einem Mann mit einem sehr großen, buschigen, weißen Bart entwickelt. And he kind of looks like somebody who knows something. Und er sieht so aus wie jemand, der was weiß. And in my opinion, that's true. He's actually an authentically realized guy living in freedom. Und meiner Meinung nach ist das auch wahr. Er ist ein authentischer, weiser Mensch, der in Freiheit lebt. And as you know, Ein authentisch weiser, realisierter Mensch, der in Freiheit lebt. these kind of people are very rare animals. Und diese Menschen, die gibt es sehr, sehr selten. And it's not always clear how authentic they are. Und es ist nicht immer deutlich, wie authentisch sie sind. But as I've known him so many years, and we meet every year, because he comes to my retreat in January and gives a talk.
Und ich kenne ihn schon sehr viele Jahre. Jetzt kommt er jeden Januar zu meinem Retreat und gibt immer einen Talk dort. So I can kind of vouch for him being authentic. Und deshalb kann ich sagen, dass er wirklich authentisch ist. Anyway, so after he'd been with Papaji for some years, Nachdem er einige Jahre mit Papaji gewesen war, he connected to another Indian master called Tuli Baba. war er mit einem anderen indischen Meister, Tuli Baba. And Tuli Baba you can find in my Blueprints for Awakening book. Tuli Baba könnt ihr in dem Buch Facetten des Erwachens von mir finden. And Tuli Baba had a small ashram Tuli Baba hatte einen kleinen Ashram with about, I don't know exactly, something like 15 men and 5 women living in this small ashram. Dort lebten ungefähr 15 Männer und 5 Frauen. And I think, except for maybe him and a couple of other Western men, everybody was an Indian man, young Indian men. Und außer ihm und vielleicht noch ein paar anderen wenigen Westlern waren alle anderen indische Männer. And Tuli Baba was, you could say, a traditional Indian guru and pretty tough Indian guru. Tuli Baba war ein sehr traditioneller und ziemlich heftiger indischer Guru. Maybe you don't know this, but in India there's 2 very distinctly different kinds of gurus. Also vielleicht wisst ihr das nicht, in Indien gibt es 2 sehr unterschiedliche Arten von Gurus. One you could call the showman guru, Also die eine Sorte könnte man so einen Showmaster-Guru nennen. who will probably have some fantastic costume. Die haben wahrscheinlich so ganz tolle Kostüme an. And he's a lot into standing on, high stages. Und die stehen so auf hohen Bühnen. And if he's called Osho, arriving in a fantastic car. Und wenn man dann Osho heißt, dann kommt man noch in einem ganz fantastischen Auto an. And of course, these kind of showman gurus in India, there's quite a lot of them, they have thousands of people. Und diese sitting at their Showmaster-Gurus in Indien, da gibt es einige von, die haben Tausende von Leuten, die ihnen And with folgen. these guys, it's not so easy to find authentic ones. Und bei diesen ist es nicht so leicht, authentische zu finden. Pretty regularly in the Indian media, you hear stories of rape, even murder. Ziemlich regelmäßig hört man in den indischen Nachrichten Fälle von Vergewaltigung oder sogar Mord. And, a lot of the showmen are actually just in it for money, you could say. Und viele von diesen Showmastern, denen geht es nur um Geld. But anyway, there's also another kind of guru in India who usually have not so many disciples. Und es gibt aber auch noch andere Gurus in Indien und die haben normalerweise nicht so viele Schüler. And these gurus talk about inner work, Und diese Gurus, die sprechen über innere Arbeit. which of course immediately puts off most people because nobody really likes work. Also da haben viele natürlich gar keine Lust drauf, weil viele keine Lust haben zu arbeiten. And for most of you who know about Open Sky House, you can recognize what I'm saying is also about our place. Und die das Open Sky House kennen, die können natürlich schnell feststellen, dass es hier jetzt auch um unseren Ort hier geht. I mean, I for many years thought of myself as very nice, Also viele Jahre habe ich gedacht oder habe ich mich selber so als sehr nett gesehen. but I'm not a particularly nice teacher. Aber ich bin nicht ein besonders netter Lehrer. So anyway, so we have this beautiful interview. I've been editing it, Wir haben dieses wunderschöne Interview und das editiere ich gerade. and in a way, the difference between the showman guru and what I would call the authentic guru Und der Unterschied zwischen so einem Showmaster-Guru und einem authentischen Guru is that it's very easy to find some kind of poetic words Also es ist sehr leicht, poetische Worte zu finden. to say, well, everybody's enlightened. Zum Beispiel zu sagen, ja, wisst ihr alle seid erleuchtet. This is your very nature. Das ist eure Natur. You don't have to do anything. Ihr braucht gar nichts zu tun. See? And this is very attractive, of course. Das ist natürlich sehr attraktiv. And therefore, there's a lot of gurus also in the West who picked up on this kind of teaching. Und da gibt es natürlich viele Gurus auch im Westen, die diese Lehren aufgenommen haben. And they often can be spotted because they also have a lot of people around. Und die haben auch viele Leute um sich herum. And so for us Western guys, it's not always so easy to find out which ones are really authentic.
Und für uns Westler ist das oft nicht leicht festzustellen, wer denn da wirklich authentisch ist. But what I can clearly understand now after many years, Aber was ich jetzt ganz deutlich nach vielen Jahren sehen kann, that this statement that yes, we're all enlightened and yes, you don't need to do anything for that, that's your birthright, dass dieses Statement, ja, wir sind alle erleuchtet und man muss da gar nichts für tun, das ist dein Geburtsrecht, this is true. dass das stimmt. I absolutely agree. Da stimme ich total mit überein. But it's not, unfortunately, the full story. Aber unglücklicherweise ist das nicht die komplette Geschichte. Because if you've got various kind of stuff inside, Weil wenn du unterschiedliche Sachen in dir hast and you want to actually live this enlightenment, you want to live in the so-called peace, in the bliss, in the love, und wenn du diese Erleuchtung wirklich leben möchtest, wenn du in Frieden, in Liebe, in Glückseligkeit leben möchtest, which I'm very touched because the people in our community actually do want that, also mich berührt das sehr, dass die Leute in unserer Gemeinschaft, die möchten das. then it's not quite so easy. Das ist aber dann nicht so einfach. Because that's going to involve sometimes having to face up to stuff that you don't really want to face up to. Weil das bedeutet auch, dass man sich manchmal Dinge ansehen muss, die man sich eigentlich lieber gar nicht anschauen möchte. Which you may even have been avoiding looking after up to your whole life. Und das sind vielleicht sogar Dinge, die man versucht hat, das ganze Leben lang zu vermeiden. Well, you may not even know it exists inside you. Oder vielleicht wusstest du noch nicht mal, dass so etwas in dir existiert. Because we delve deeply in this community, Weil in dieser Gemeinschaft we've discovered many people who've been abused when they were young who never knew about it. da haben wir entdeckt, dass es viele Leute gibt, die missbraucht oder misshandelt wurden, als sie ganz klein waren, aber die wussten da gar nichts von. Of course, they knew about it, but somehow they had put a kind of barrier, a kind of denial, something like a denial or a barrier over that memory, so that memory didn't really function in the daily consciousness. Also sie wussten da irgendwie von, aber diese Erinnerung daran wurde so stark verleugnet, dass sie im täglichen Bewusstsein überhaupt nicht mehr vorhanden war. But of course, you may not be aware about it, but it doesn't mean it isn't functioning. Es kann sein, dass dir das nicht bewusst ist, aber das bedeutet nicht, dass das seine Auswirkungen im täglichen Funktionieren hat. Yeah, and so if you really understand what I'm saying, and if you have a certain sensitivity, you can actually easily recognize the showman and the authentic guru or master. Also wenn du verstehst, was ich sage und wenn du sensibel genug bist, dann kannst du ganz leicht den Showmaster von einem authentischen Guru unterscheiden. But not easily. Aber so leicht And ist es probably nicht. not many people can. Und viele Leute, es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die das können. But anyway, coming back to Siddhartha, in his talk, actually it was 4 years ago, this talk, Ich komme jetzt mal zurück zu dem Siddhartha und in seinem Talk vor 4 Jahren. he was asked a question and he gave a very authentic answer to this. Da wurde ihm eine Frage gestellt und er hat sehr authentisch darauf geantwortet. And I thought I would actually read a bit of this tonight. Actually, there are 2 aspects to this answer which I think are interesting for us. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Da gibt es 2 Aspekte, die für uns sehr interessant sind. And the question started, where are we? It seems there are some deeper things that are quite deeply rooted, which are harder to simply be aware of in the moment. Also die Frage ist, es scheint so zu sein, als ob es da tiefere Dinge gibt, die uns im Augenblick oft gar nicht so bewusst sind. Or is that the lack of being completely present with that particular thing? Oder liegt es einfach daran, dass wir mit dieser bestimmten Sache einfach nicht wirklich präsent sind? Or does it take time with building awareness for it? Oder braucht es einfach Zeit, das Gewahrsein dafür aufzubauen?
then to be not identified with it so strongly, and then it slowly fades away. Und damit nicht mehr so stark identifiziert zu sein, sodass es dann langsam verschwinden kann. Because, when we really want to become free, when we really want to become clear, Wenn wir wirklich frei werden wollen, wenn wir wirklich klar werden möchten, then we need to develop our self-awareness. dann müssen wir unser Selbstgewahrsein entwickeln. And for example, in his case, during his life, one of his main spiritual practices was Vipassana meditation. Und für ihn war die Vipassana-Meditation seine hauptsächliche spirituelle Praxis. And this is, for me, this is like the emperor of meditation. Und für mich ist das so die Krönung der Meditation. Because you basically just sit and sit and sit and look and look and look. Weil man sitzt und sitzt und sitzt und schaut und schaut und schaut. And in this looking, you are simply aware of whatever is happening inside you. Und in diesem Schauen bist du dir einfach allem gewahr, was in dir geschieht. And of course, this is like also a teaching for having a daily awareness. Und das lehrt dann gleichzeitig auch das tägliche Gewahrsein. And this you can then use in your life to deal with all this stuff that might be inside you. And is of course inside everybody. Und das kannst du dann im Alltag nutzen für die ganzen Sachen, die in dir sind, die in jedem sind. And if it isn't very deep, isn't very traumatic, you can fairly easily, just with self-awareness, well, let's say loving self-awareness, Wenn es nicht so tief und so dramatisch ist, dann kannst du mit liebevollem Selbstgewahrsein, you can get rid of those kind of smaller stuffs. kann man die kleineren Dinge loswerden. I say loving because it doesn't help if you're kind of judgmental about yourself. Ich sage extra liebevoll, weil es hilft nicht, wenn du da Selbsturteile drüber entwickelst. It's very, very important not to get caught up with this, I'm not good enough, and I look around, everybody else is good enough. Und es ist sehr wichtig, dass man nicht in sowas gerät wie, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug und wenn ich mich umschaue, alle anderen sind gut genug. I mean, the reality is everybody thinks they're not good enough, but actually it's not true. Die Realität ist, dass alle denken, dass sie nicht gut genug sind. How Aber can you das not stimmt be nicht. good enough? Wie kann man denn nicht gut genug sein? It's not just, it doesn't make sense, does it? Das macht doch keinen Sinn, oder? But unfortunately, it's one of the strongest beliefs every human being has. Aber unglücklicherweise ist es einer der stärksten Glaubenssätze, die alle haben. And it's one of the things that people put a lot of energy in kind of proving is not true. Und das ist auch was, wo die meisten Leute eine Menge Energie darauf verwenden, zu beweisen, dass das nicht wahr ist. I think stiletto heels would be very unpopular if it wasn't for that fact. Hochhackige Stilettos wären sehr unbeliebt, wenn es nicht darum ginge. And designer clothes probably also. Und auch Designer-Kleidung. Designer clothes are clothes designed every 3 months. Designerkleidung ist Kleidung, die alle 3 Monate designt werden. They'll announce, now orange is the new black. Wird dann gesagt, jetzt ist Orange, das ist das neue Schwarz. And all the fashion victims go out rushing out and start wearing orange. Und die ganzen Modeopfer, die rennen dann raus und kaufen sich orangene Sachen. And and it goes on and on. So of course you do that because you're trying to prove to everybody else that you're good enough. Und man macht das, weil man allen beweisen möchte, dass man gut genug ist. And that's pretty expensive. Und das ist ziemlich teuer. So anyway, that's a bit of a off the track. But anyway, so that was the question. Das war die Frage. And Siddhartha gave a beautiful example, a beautiful answer and a beautiful example. Und der Siddhartha, der hat ein sehr schönes Beispiel gegeben. But we have a little bit of a problem because he doesn't talk about I. Wir haben hier ein kleines Problem, weil er spricht von sich selber nie als ich. So his guru suggested, and he accepted the idea, he calls himself we. Sein Guru hat vorgeschlagen und das hat er auch akzeptiert, dass er von sich selber immer nur als wir spricht. And us. Und uns. So don't be put off when I read his thing that he talks about we. It's only one actually. Also wenn ich jetzt von wir und uns spreche, da geht es nur um ihn, nur um einen.
So, well, it depends on the intensity of the hurt, let's call it. Also das hängt von der Intensität der Verletzung ab. If it was a deep-rooted hurt, Wenn es eine sehr tiefe Verletzung ist, then that needs a particular time to heal. dann braucht es eine besondere Zeit der Heilung. That might even mean that you might need the help of a therapist Das könnte auch bedeuten, dass du die Hilfe eines Therapeuten benötigst or somebody else oder von jemand anderem, who can be with you and support you in that process. der dich in diesem Prozess unterstützen kann. We've seen that many times. I've seen it, he means. We have seen that many times. Das haben wir viele Male gesehen. So you do the process, Du gehst durch den Prozess and there is only somebody with you, und da ist jemand bei dir. resting in mindfulness. In other words, being present. Einfach jemand, der präsent ist. In mindfulness and awareness, Im Gewahrsein und Bewusstheit. and just being with you. Und einfach nur, dass er bei dir ist. And that is a very powerful force. Das ist eine sehr starke Kraft. Just being with somebody. Einfach mit jemandem zu sein. Best, of course, being in silence with somebody. Am besten natürlich mit jemandem in Stille zu sein. It is a beautiful healing force. Das ist eine unglaublich schöne heilende Kraft. And those of you who know about our community and spent some time in our community, you'll recognize that actually this is what our community is now, after 15 years, able to offer people. Und wenn jemand unsere Gemeinschaft kennt, der wird ja wissen, dass genau das ist, was unsere Gemeinschaft jetzt nach 15 Jahren bieten kann. It was interesting for me tonight that the band were all the young guys of our community. Es war interessant für mich zu sehen, dass in der Band heute Abend die ganzen Jungen aus unserer Gemeinschaft waren. And so they're very good at playing music because there's no problem with that. But they're also the guys that need this process that I'm talking about. Die sind sehr gut, Musik zu machen, aber das sind auch die diesen Prozess eben brauchen, über den ich jetzt spreche. And now we have Indira and Shanti and Shakti and Parvati here. Yeah, Parvati. She's gone again, has she? Okay. Wir haben Indira, Anyway, we have these Shakti. old guys, you know, who are years in the community. Und wir haben die Älteren, die schon Jahre in der Gemeinschaft sind. And they, of course, can provide this support that he's talking about. Und die können diese Unterstützung bieten, über die ich gesprochen habe. And then he goes on and gives a wonderful example of what he's talking about, what I'm also trying to talk about. Und dann gibt er ein wunderbares Beispiel davon. Looking at our own history, it means his history. Also wenn ich mir unsere eigene Geschichte anschaue, We had therapy here and there. hatten wir auch hier und dort Therapie. Or we had cranial sacral sessions which got us just to act out deep issues. Oder wir hatten kraniosakrale Behandlungen, die auch an tiefe Themen gegangen sind. We didn't know that we nearly died during our birth. Wir wussten nicht, dass wir bei unserer Geburt beinahe gestorben wären. Our mother, means his mother, Unsere Mutter, also er meint seine Mutter, only told us, yes, it was a bit difficult. You didn't want to come out of there. hat nur gesagt, ja, es war ein bisschen schwierig, du wolltest nicht wirklich rauskommen. Okay, what we didn't know Also was wir nicht wussten, is the C-section. ist die, C-section is a metal die Zange, things. die Geburtszange. They had this, as I understand it, in those days, because now, of course, he's fairly old, so we're talking of probably 60 or 70 years ago, they had these sort of metal things they would put in and grab the skull and pull you out, yeah? Also So this happened damals, to him, vor 60, 70 Jahren, hatte man ja so Metallzangen, die wurden dann eingeführt, um das Baby, wenn es nicht rauskommen wollte, rauszuholen. Okay, what we didn't know is the C-section, Also wir wussten das nicht mit dieser Geburtszange. and on top of it, in that session, suddenly we felt that somebody would suck out our brain.
Und plötzlich in dieser Sitzung, da fühlte sich das so an, als ob irgendjemand das Gehirn aussaugen würde. There was this instrument. Da war dieses Instrument. They pull you out with this instrument. Die ziehen einen mit diesem Instrument raus. So we really lived in the session the whole birthing. In dieser Sitzung habe ich die ganze Geburt nochmal nacherlebt. Nearly dying process, Fast ein Sterbeprozess. with nearly vomiting on the therapist's table, Wir haben fast auf den Tisch des Therapeuten gekotzt. shitting, and he said, Und wir haben gekackt und er sagte, "We thought you would really die. wir haben gedacht, du würdest wirklich sterben. You looked totally blue at a certain point." Du warst an einem bestimmten Punkt, warst du total blau. We totally relived that. Wir haben das ganz durchgelebt. And he was a very good therapist. Er war ein sehr guter Therapeut. And he would just be with us. Und er war einfach nur dabei. And the magic was he was right there at the right time when we needed a certain support. Und die Magie war, dass er zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ganz da war, als wir gerade die Unterstützung brauchten. So, I mean, of course, this is a fairly dramatic example of what could be denied, could not be known about. Also das ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel über etwas, was man vielleicht verdrängt oder vermeidet oder gar nicht drüber weiß. I mean, he went on to talk about the fact that during his life, he'd had 3 main relationships, each one about 10 years. Er hatte darüber gesprochen, dass er während seines Lebens 3 große Beziehungen hatte, die alle ungefähr 10 Jahre gedauert haben. And there was always trouble in these relationships. Und in diesen Beziehungen, da gab es immer Schwierigkeiten. But he never really understood why there was this trouble. Aber er konnte nie wirklich verstehen, warum es diese Schwierigkeiten gab. And after he did that session, he was able to understand a lot of the things that had happened over 30 years. Und nachdem er diese Session gemacht hatte, da konnte er plötzlich vieles von dem verstehen, was in den 30 Jahren geschehen war. And you know, he spends a lot of time alone, and he spends a lot of time with his awareness looking at all this inner stuff. Er hat viel Zeit alleine verbracht und auch viel Zeit darauf verwandt, mit seinem ganzen Gewahrsein sich diese Sachen anzusehen. And so I would say some years ago already, when I had visited this ashram where he was living, Tuli Baba's ashram, Schon vor einigen Jahren, als ich den Ashram von Tuli Baba besucht hatte, wo er lebte, I met him. Well, we always met when I would go to that ashram quite regularly and take my students from the retreat there. ich brachte immer meine Schüler von dem Retreat regelmäßig zu dem Ashram und dann trafen wir ihn. And we all loved Tuli Baba because he lived completely naked with a little bit of cotton round his penis. Wir liebten alle Tuli Baba. Er war immer ganz nackt und hatte nur so ein bisschen ein kleines Tuch um seinen. And he had this kind of matted hair, you know. Und er hatte so dieses verfilzte Haar. And the best thing about him was, well, two best things. One, he had a huge belly. Das eine war, er hatte einen riesen Bauch. And the other thing was he had this chuckle. Ha, 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 ha. Und das andere war, dass er immer so kicherte. And actually, I deeply loved him. Und ich habe ihn wirklich sehr tief geliebt. I mean, we had a lot of happenings together, and I felt a deep connection. Wir hatten viele gemeinsame Begegnungen und wir hatten immer eine ganz tiefe Verbindung. And actually, it got so lovely between us that when I would take people to visit his ashram, Und es wurde so schön mit uns, dass wenn ich Leute zu seinem Ashram brachte, he would always hit me. hat er mich immer geschlagen. I remember the first time it happened, I had come out to bow down at his feet. Das erste Mal war das so, da kam ich, um mich zu verbeugen vor seinen Füßen. And I wasn't expecting anything, you know, I was just bowing down to show my respect. Und ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich bin da einfach nur hin und habe mich verbeugt, um ihm Respekt zu zollen. And then he just hit me on my back and I went flat on the floor. Und dann hat er mir plötzlich auf den Rücken gehauen und ich bin flach auf den Boden gefallen. And I didn't quite understand in that moment that this was actually very friendly. In dem Augenblick habe ich nicht wirklich verstanden, dass das sehr freundlich gemeint war.
And yeah, then he would hit me kind of, playfully other times. Und bei anderen Gelegenheiten hat er mich auch häufig spielerisch gehauen. And on my last visit with a group of students before he died, Und bei meinem letzten Besuch mit einer Gruppe von Schülern, bevor er starb, I remember we were all kind of crowded around him. We were about to get into the bus. erinnere ich mich, da saßen wir alle so um ihn rum und wollten gerade in den Bus einsteigen. And I think we'd had a very nice, 2 or 3 day visit. Und wir hatten 2, 3 sehr schöne Tage gehabt bei ihm. And very unexpectedly, I kind of stepped forward, to do my namaste, goodbye thing. Und völlig unerwarteterweise ging ich nach vorne und machte so mein Auf Wiedersehen, He'd just verbeugte been mich. giving everybody chocolates, including me. Er hatte gerade allen Schokolade gegeben. And suddenly, he just did that. Right on my forehead. Das hat doch einen Namen. Und plötzlich gab er mir so eine Kopfnuss, oder wie heißt das? And I would have to admit, I still don't quite know the meaning of that. Also ich muss sagen, dass ich immer noch nicht die Bedeutung verstanden habe. I didn't quite pass out, but I think I staggered a bit. Also ich bin nicht komplett ohnmächtig geworden, aber ich bin da doch ein bisschen rumgeschwankt danach. But I don't doubt he did it for my benefit. Aber ich habe keine Zweifel daran, dass das zum Besten sein sollte. Zu meinem Besten. Anyway, so, yeah, sometimes tough love is, what you need. Manchmal ist die harte Liebe das, was man braucht. Anyway, there was something else very interesting from this talk with Siddhartha. Es gab noch eine weitere interessante Sache von dieser Unterhaltung mit Siddhartha. Maybe some of you who've been in retreats with me Vielleicht waren einige von euch schon mal mir in einem Retreat have seen people kind of shaking a lot. und haben gesehen Leute, die viel zittern oder sich schütteln. We Oder just had a retreat in Tripelia in our Ukraine community, wir hatten gerade ein Retreat in Tripilje in der ukrainischen Gemeinschaft. and there was a woman, Anastasia, if you're watching tonight, Da war eine Frau, die Anastasia, vielleicht schaut sie ja heute Abend zu. and already on the first evening in town, when we had a meeting in the center of Kiev, Und schon am ersten Abend, als ein Satsang im Kiew im Zentrum gab, she started shaking. fing sie an, so sich zu schütteln. And it was obvious that she wasn't doing this shaking, it was just happening to her body. Und es war ganz offensichtlich, dass sie das nicht machte, sondern dass es ihren Körper einfach schüttelte. And then later in the retreat, it was so strong that I was afraid she's going to fall off her chair, so we had to pick her up and put her on a mattress. Und später im Retreat wurde das so stark, dass wir Angst hatten, dass sie vom Stuhl fiel. Und so haben wir sie genommen und auf eine Matratze gelegt. And I would say in the last year, this has been a feature of nearly all my retreats. We have a few people kind of lying on mattresses, shaking and freaking out. Und in den letzten Jahren ist das in meinen Retreats viel gewesen, dass sich irgendwelche Leute dass es irgendwelche Leute schüttelte und die dann auf Matratzen lagen. And some of you who watched the Satori film with featuring Indira, Einige von euch haben den Satori-Film mit der Indira gesehen. you'll know that that could also be self-realization. Und das könnte auch eine Selbstrealisation sein. And we never quite know when it's happening. Is this self-realization or is this something else? Wenn es geschieht, dann weiß man nie, ist es jetzt Selbstrealisation oder ist das etwas anderes. And I was pleased to find this paragraph from Siddhartha talking about his early days when he used to sit on a cushion doing Vipassana meditation. Und ich bin froh, dass ich diesen Abschnitt gefunden habe von Siddhartha, wo er darüber spricht, aus seiner frühen Zeit der Meditation, wo er eben auf seinem Meditationskissen sitzt. He's saying in the earlier times, Er sagt, früher we had a lot of stuff in us. hatten wir ganz viel Zeug in uns. And the energy was so strong Und die Energie, die war so stark, that we couldn't sit anymore dass wir nicht mehr sitzen konnten, because this energy pushed us out from the cushion. weil die Energie uns von unserem Kissen geschubst hat. So we would lie on the ground Deswegen lagen wir auf dem Boden in a relaxed position, in einer entspannten Position and the body by itself would jump up. und der Körper, der sprang so von alleine hoch. The whole body.
Der ganze Körper. There was force in the body. Da war ganz viel Kraft im Körper. So much unhealed stuff, So viele ungeheilte Dinge. we like to call it. Wie like das? We like to call it. So nennen wir das. Which wanted to come out. Die so viele unheile Dinge, die rauskommen wollten. And it came out in this incredible shakings. Und es kam in diesem unglaublichen Schütteln, entlud sich das. We had that actually for years. Wir hatten das jahrelang. And I mean, this is fairly common, I would say. Ich würde sagen, das ist sehr häufig. And it's quite amazing to watch because you have a strong sense that this is happening to the body and nobody is doing it. Und man kann deutlich sehen, dass das dem Körper einfach geschieht und dass da niemand ist, der das tut. And I think it's, as he's saying there, it's stuff that is somehow releasing. Und wie er das sagt, glaube ich auch, dass das irgendwelche Sachen sind, die sich da entladen. I mean, if you can imagine when you were very small, maybe even when you were a baby, Wenn du dir mal vorstellst, als du sehr klein warst, vielleicht als du sogar noch ein Baby warst, and some kind of abuse happened to you, und wenn dann sowas wie eine Misshandlung geschah, whether it's mental abuse or physical abuse, entweder auf der psychischen oder auf der physischen Ebene, there would be some kind of reaction, yeah? dann gibt es eine Reaktion. Like, maybe, Wie some kind of shock in the body. so ein Schock im Körper. And that shock, as far as I can understand, that shock stays kind of held in the body, held in the cells of the body. Und dieser Schock, der wird in den Zellen des Körpers festgehalten. Yeah. And then, of course, as I was saying before, we go into some kind of denial where we don't really want to look at that. Und dann gehen wir in eine Verleugnung oder Vermeidung, wo wir uns das nicht wirklich anschauen wollen. You know, if we saw Daddy, who we love, doing something like this to Mummy, we don't really want to remember that. Also wenn wir den Vater, den wir eigentlich geliebt haben, gesehen haben, wenn er irgendwas Schlimmes mit der Mutter gemacht hat, daran wollen wir uns ja nicht wirklich erinnern. And particularly if Daddy did that to us. Oder wenn der Vater das mit uns gemacht hat. And unfortunately, this happens somehow, I don't know if I can say it's common, but it's not so uncommon that strong things happen to little children, little human beings. Und es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass solche starken Dinge auch kleinen Kindern geschehen. And probably we don't remember. Und wahrscheinlich erinnern wir die nicht. But this stuff, it's quite a good word, maybe stuff, Aber dieses ganze Zeug, das ist wahrscheinlich gut, das Zeug zu nennen, is somehow working inside us. arbeitet in uns. Yeah? And this is maybe why we go to therapists, we go to psychiatrists and so on. Und deswegen gehen wir zu Therapeuten oder zu Psychiatern. This is why we get depressions, this is why we get burnouts, this is why it manifests in different ways. Deswegen haben wir Depressionen oder haben wir einen Burnout. Es manifestiert sich auf unterschiedliche Art und Weise. And, well, most people don't ever do anything about that. Und die meisten Leute, die machen da niemals irgendetwas dran. And of course, they manage, you know, you can manage your life, why not? Ja, und irgendwie managen sie ihr Leben irgendwie. But if you're attracted to truth, Aber wenn du dich von der Wahrheit angezogen fühlst and you want to really become free of all that stuff, und wenn du wirklich frei werden möchtest von diesem ganzen Zeug, I don't think you should trust teachers who say you're already enlightened, there's nothing to do, that's it. dann würde ich sagen, solltest du nicht den Lehrern vertrauen, die sagen, du bist schon erleuchtet, es gibt nichts, was du tun musst, das ist es. I prefer to believe Siddhartha. Ich glaube dem Siddhartha, Because in my opinion, he's really free. weil ich glaube, er ist wirklich frei. He tells as part of his story, after he'd been for some years in Tuli Baba's ashram, Nachdem er einige Jahre in Tuli Babas Ashram gewesen war, he was encouraged to go back to the West and share, teach. da wurde ihm gesagt, er soll in den Westen gehen und lehren oder unterrichten. And of course, inside him, he had still got a big issue about sex.
Aber innen drin gab es noch ein großes Thema um den Sex, like probably everybody. wie wahrscheinlich alle haben. And in Tuli Baba's ashram, there was no sex. Im Tuligavish Ashram, da gab es keinen The Sex. boys lived over there, the girls lived over there, and there would be no kind of intimate meetings going on. Die Jungs lebten auf der einen Seite, die Mädels auf der anderen Seite und es gab keine intimen Begegnungen. And maybe Tuli Baba even could understand that this man, who was a big, kind of healthy, attractive male, Und vielleicht konnte Tuli Baba sogar verstehen, dass dieser Mann, er war ein großer, attraktiver, gesunder, kerniger Mann. when he sent him back to California, he may have known that there would be trouble. Dass vielleicht wusste Tuli Baba, dass wenn er ihn zurückschickt nach Kalifornien, dass er da Schwierigkeiten bekommen würde. And he tells beautifully in this interview about, I think it was 3 amazing women he met. Und in diesem Interview, da erzählt er sehr schön darüber, wie er 3 ganz wunderbare Frauen trifft. He describes in one case meeting this woman in a hot springs, Harbor Hot Springs is a famous place you go to in California if you want to have fun. Also einer Frau begegnet er in Harbor Hot Spring, das ist so ein ganz bekannter Ort, wo man in Kalifornien hingeht, wenn man Spaß haben will. And he talks about meeting this lady, you know, naked in this silent hot tub, touching delicately. Der begegnete dieser Frau, wie sie beide nackt in dieser heißen Quelle saßen und sich zärtlich berührten. And with her, he talks about fantastic sex. Und er sprach über fantastischen Sex. And then he met another woman who, it turned out, was very interested in yoga. She was also teaching yoga. Dann begegnete er einer anderen Frau und sie war sehr an Yoga interessiert und unterrichtete das auch. And the case of this woman, she had a lot of money. She was a millionaire and she had a huge house looking onto the ocean. Und diese Frau, die hatte unglaublich viel Geld, die hatte ein riesiges Haus, was auf den Ozean schaute. And this was another one of his big fantasies, that he would be a yoga teacher, living beautifully, everything lovely and artfully and, blah, blah, blah. Und das war eine andere Fantasie von ihm, dass er ein Yoga-Lehrer werden würde, der in wunderschönen Umgebungen lebt. So that was a pretty strong relationship to just leave. Und das war eine sehr, schwierig, diese starke Verbindung einfach zu lassen. And then I think the third one was with a woman who was running a newspaper called something like Truth News. Und die dritte, das war eine Frau, die hatte ein Magazin und das mit dem Titel Wahre Nachrichten. And so this was some kind of alternative newspaper in California, in San Francisco, I think. So ein alternatives Magazin in San Francisco. So anyway, he describes these 3 relationships and how he got lost in them and then he was able to kind of extract himself gradually. Und er hat diese 3 Beziehungen beschrieben, wie er darin verloren gegangen ist und wie er dann sich wieder da herausgezogen hat. But he doesn't really judge himself. He sees more that was part of his destiny to go through that, to deal with that, and without really judgments, he could finally decide to leave California, leave all these relationships, and come back and live in India. Aber er beurteilt es nicht. Er sieht das eher als Teil seines Schicksals, was er durchleben musste und an dessen Ende er dann Dinge gesehen hat, die ihn dann wieder zurück nach Indien gebracht And haben. there he lives on his pension. He has a small pension, and he lives in a small room, and he probably doesn't often have any intimate contact with females. Und dort lebt er jetzt von seiner kleinen Rente in einem kleinen Zimmer und er hat wahrscheinlich nicht so oft irgendwelche intimen Begegnungen mit Frauen. But probably he might sometimes. I mean, I don't think you're more free if you don't have sex. Vielleicht manchmal. Ich glaube nicht, dass man mehr frei ist, wenn man keinen Sex hat. I mean, Papaji, for example, I know for a fact he was having sex when he was 87 or something. Papaji zum Beispiel, der hatte noch Sex, als er 87 war. I mean, Papaji was, when he was 66, he met a young
Belgian lady who was in her 20s. Als Papaji 66 war, da begegnete er einer jungen Belgierin, die in den You know, 20er this was war. after Papaji had stopped working. He'd retired, you know, and he still had a wife formally, but he wasn't living with his wife. He was living alone, and he met this young woman. Das war, als er pensioniert war und er war da zwar immer noch verheiratet formell, aber er lebte seine Ehe nicht mehr und da traf er diese junge Frau. And later they had a child together. Und später hatten sie gemeinsam ein Kind. Who we met recently this year. She came to our retreat. Und der sind wir dieses Jahr begegnet. Sie ist nach Indien zu unserem Retreat gekommen. And I don't think it made Papaji any less of a great spiritual master that he was having sex when he was 87. Und ich glaube, das macht Papaji nicht zu einem geringeren Meister, weil er mit 87 Sex hatte. I mean, you know, I expect the women were just fighting over getting into bed with him. Ich glaube, dass die Frauen wahrscheinlich darum gekämpft haben, mit ihm ins Bett zu kommen. But anyway, I don't think it's not really so important. But I mean, not having sex is it's not really the issue. Nicht Sex zu haben, ist auf jeden Fall nicht das Thema. The issue is not getting identified with it. Das Thema ist, sich nicht damit zu identifizieren. You know, and as I said, with his 3 relationships that he went through at the end of his going back to the West time, I mean, we know how difficult it is when you start being intimate not to get into something that goes suddenly for 12 years. Also wir wissen ja, wie schwierig das ist, wenn man erstmal intim miteinander ist, nicht in etwas hinein zu geraten, was dann mindestens für 12 Jahre geht. Yeah, and in the keeping it going, all kind of compromises are needed. Und um das immer weiter aufrechtzuerhalten, bedarf es ganz vieler Kompromisse. Anyway. Well, that was a lot of words tonight. Das waren viele Worte heute Abend. So I don't know, we have still time if somebody'd like to come. Wir haben noch Zeit, wenn jemand kommen möchte. Are we going to talk about your sex life? Willst du über dein Sexleben hier sprechen? Not so curious. Bist du neugierig? Nicht so neugierig. Anyway. No, not really. No, I came because I'm only saying that because actually I don't normally talk about sex. So now that the word came out, I thought, you know, we could have something shock a few more interesting. people by talking about sex. Anyway, they'd all love to know about your sex life. You know, when you're ready to write your memoirs. You know. Die freuen sich schon alle über dein Sexleben, das zu erfahren. Anyway, yeah. No, I came because I was pretty pissed off today and really angry and what is the word? Desperate, yeah. Also ich bin hierher gekommen, weil ich heute wirklich sauer war, richtig wütend und verzweifelt. And this is still inside also. Und das ist immer noch in mir. And at the same time, I feel like when you're fighting for a long time, at a certain point you can't keep it up anymore, yeah? Und zur gleichen Zeit kann ich sehen, dass wenn man eine gewisse Zeit gekämpft hat, dass man das nicht mehr wirklich aufrechterhalten kann. And when the other part is just stronger, at a certain point you just have to realize that your strength is kind of breaking down and you just have to give in a way. Und wenn der andere Teil stärker ist, dann kann man ja nur anerkennen, dass die Kraft weniger wird und man einfach aufgibt. And like this, I feel a bit today or right now in the meeting with this love energy. Yeah? Und so fühle ich das jetzt in diesem Meeting mit dieser Liebesenergie. Because I can't help it but to be touched from this place and from the people and all the things that we do here. Yeah, I mean,
Ich bin einfach berührt von den Leuten und von den ganzen Sachen, die wir hier tun. Well, tonight there was also a nice concert earlier. Yeah? Gab es auch ein schönes Konzert heute Abend. Then we had your concert. Und dann hatten wir dein Konzert. You guys were very lovely tonight, I thought. Ihr wart sehr schön heute Abend. We have to call it the Open Sky Young Band. Wir müssen das jetzt die Open Sky Jungband nennen. Ja. Well, I don't know. It's okay to be angry, you know. Und es ist okay, wütend zu sein. But it changes, yeah. I mean, I also had a terrible day, you know. I didn't know this trick about dentists, you know. So Ich hatte heute auch einen ganz schrecklichen Tag. Ich kannte diesen Trick mit den Zahnärzten noch nicht. It's just I mean, the important thing, you know, is to remember who we really are. Yeah? And we're always in the daily life going to have stuff going on, and there's not really a lot of point to get too much involved in it. But of course we do, because we have our emotions, and then we feel this or we feel that, and that gets us even deeper in it. Also das Wichtige ist, sich immer wieder daran zu erinnern, wer wir sind. Und das ist nicht so einfach im Alltag, weil wir haben unsere Emotionen und da kommt ja immer irgendwie hier und da geschieht was. And then also we're able to come back to that which never changes. Aber dass wir immer wieder dahin zurückkommen, zu dem, was sich nie verändert. Yeah. And if you find yourself getting angry very often, Und wenn du sehr häufig wütend wirst, then you might need to investigate that. dann musst du das vielleicht mal erforschen. Maybe you can start to see there's a sort of pattern there. Vielleicht kannst du erkennen, dass es da so ein Muster gibt. And then a bit like in a detective story, you can track it back and try like he did. You could even have some special kind of session which might help you to reveal something that happened far in the past. Und wie so ein Detektiv musst du zurückverfolgen, so wie er das gemacht hat. Und vielleicht brauchst du auch irgendwie ein paar Sessions, die dich da unterstützen, die dir dann helfen, das aus der Vergangenheit loszuwerden. I mean, I also did that. Das habe ich auch gemacht. I can getting the memory now of a particular night where some close friends invited me to have dinner with them. Ich erinnere mich an einen Abend, als nahe Freunde mich zu einem Abendessen einluden. And during the daytime I was involved in some kind of therapy group when I was in Osho's ashram. Und während des Tages hatte ich eine Therapiegruppe mitgemacht. Das war in Oshos Ashram. I don't quite really remember exactly, but it might have been something called bioenergetics. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, es war sowas wie Bioenergetik. And in bioenergetics you do things like standing on one leg until you can't stand the pain anymore. In der Bioenergetik, da macht man so Dinge wie auf einem Bein zu stehen, bis man den Schmerz nicht mehr aushalten kann. And I spent the whole day doing whatever, kind of exercises like that. Und ich hatte den ganzen Tag solche Übungen gemacht. I mean, try it, It's easy to stand on your leg for 5 minutes, but after that, it starts getting not so easy. Muss man mal ausprobieren. Es ist leicht, 5 Minuten auf einem Bein zu stehen, aber danach ist das nicht mehr so einfach. Anyway, when I showed up for this dinner in the evening, Als ich abends zu diesem Essen kam, it was like my whole body was in pain. da war mein ganzer Körper voller Schmerz. And I definitely didn't have a broken finger. Und ich hatte keinen gebrochenen Finger. Everything was like pain. Alles tat total weh. And they were very close friends, so they gave up having the dinner and they lay me on the ground and they all kind of just touched me. Und die Freunde, die haben dann mich auf den Boden gelegt und haben mich berührt. And I gradually came back to life, you could say. Und dann kam ich so langsam wieder zurück ins Leben. So this kind of inner work is not so popular. Also diese Art der inneren Arbeit, die ist nicht so beliebt. I probably don't have good memories of that day, particularly. Also ich habe keine besonderen Erinnerungen mehr an diesen Tag, keine positiven. But the effect of all those kind of moments over many years has an enormous effect in
creating clarity. Aber die Wirkung dieser Dinge über viele Jahre hat eine enorme Wirkung auf die Klarheit. So if you want clarity, if you want true freedom, then that's part of the journey, you can say. Wenn du Wahrheit möchtest, wenn du wahre Freiheit willst, dann ist das ein Teil der Reise. And you're a gutsy girl. Du bist ja ein mutiges Mädchen. And so actually there's not really an issue for you, I think. Das ist ja für dich nicht wirklich ein Thema. When you get a bit older, it becomes a bit more difficult. Wenn du ein bisschen älter wirst, dann wird es schwieriger. So actually it's very touching, you know, the young guys we've got now in the community, roughly a quarter of the community is pretty young, I could say. Ja, es ist wirklich toll, dass so viele junge Leute jetzt hier in der Gemeinschaft sind. Although when you get to my age, everybody seems pretty young. Oh God. Obwohl, wenn man erstmal so alt ist wie ich, dann scheinen alle irgendwie ziemlich jung zu sein. Anything else? Sonst noch was? I'm quite thankful for this place, and that it kind of Quite? Only quite? not completely. Ich bin dankbar für diesen Ort hier. I still want to hold on to Ziemlich some dankbar, nur ziemlich. resentments. No, but because in fighting or something, I want to really give everything and then be kicked over. Yeah? Also beim Kämpfen, da möchte ich alles geben und dann möchte ich gerne überwältigt werden. And I mean, this is what this place does to me. Yeah? So. Das ist, was dieser Ort tut. So you should be very happy here. Müsstest du doch eigentlich unglaublich glücklich hier sein. You weren't coming to complain, were you? Du bist doch nicht hier hingekommen, dich zu beschweren, oder? I was trying. Ich hab's versucht. Didn't last very long. Hat aber nicht so lange angedauert. I think the key to all this is to remember who we really are. Ich glaube, der Schlüssel zu allem ist, sich zu erinnern, wer wir wirklich sind. I mean, this is the, if you like, the beauty of self-inquiry, as Ramana Maharshi suggested. Das ist die Schönheit der Selbsterforschung, so wie Ramana Maharshi das gesagt hat. You know, but that is a kind of almost technique. Aber das ist fast so etwas wie eine Technik, Although I probably wouldn't call it a technique. obwohl ich das nicht wirklich Technik nennen würde. But you know, constant awareness is just the way to go. Aber permanentes Gewahrsein, das ist der Weg. But the awareness of who we really are. Aber das Gewahrsein darauf, wer wir wirklich sind. And who am I is pointing to who we really are. Und wer bin ich? Das weist auf das hin, wer wir wirklich sind. But it's very easy to get still caught up in who we're not. Aber man kann sich sehr leicht in dem verwickeln, was wir nicht sind. Because the daily theatre is so strong. Weil das tägliche Theater so stark ist. And there's such a strong energy, yeah? I could see it at a certain point. I was in the courtyard today for quite a long time. And suddenly I noticed, for a short moment only, that this kind of
huge outgoing force, this kind of, I want to be angry and I want to, smash everything, or I don't know, complain and blame the outside world, there's a lot of power inside which is pointing outwards and which is much more, I don't know, dramatic or entertaining, than this soft and still coming inside or falling deeper, which I sometimes have when we do these exercises here. Und ich konnte sehen, dass diese starke Kraft, die da ist, die nach draußen drängt, dieses wütend sein wollen, ärgerlich sein wollen, sich beschweren wollen, dass das also viel leichter ist als dieses einfach stille nach innen gehen. So I want to say I find it very difficult to remember who I am when there's the chance to be angry. Also ich finde es sehr schwierig, mich daran zu erinnern, wer ich bin, wenn ich dann gerade wütend bin. Yeah, but you're, trying to be clear when you're 23, Naja, du versuchst klar zu sein, wenn du im Alter von 23. What you have to always remember that it's a complete miracle that you're living in this community. Du musst immer daran denken, dass es ein Wunder ist, dass du überhaupt in der Gemeinschaft lebst. So if you don't always remember who you are, that's really surprising actually. Also wenn du dich nicht immer daran erinnerst, wer du bist, das ist nicht wirklich erstaunlich. I think I was already in my 40s before I got some sense of who I was. Also ich war schon in den 40ern, bevor ich irgendwie eine Ahnung davon hatte, wer ich bin. At your age I was shy, I don't even want to think about how I was at In deinem Alter, da war ich schüchtern. Ich möchte mich überhaupt nicht daran erinnern, wie ich war, als ich in deinem Alter war. Well, I'm arrogant. Ich bin arrogant. Well, you can be arrogant when you're 23. You can be everything when you're 23. Mit 23 kann man ruhig arrogant sein, da kann man alles sein. Okay, arrogant. Angry, arrogant. Sound like a very horrible person. Blocky. Okay. Okay, so thank you.